Wir sind Hannah und Tommy und sind diesen Sommer auf eines der größten Abenteuer unseres Lebens aufgebrochen. Wir wollten die abgelegensten Orte von Schweden und Norwegen mit unseren Allroad-E-Bikes entdecken. Deshalb haben wir uns mit Elektroauto und Dachzelt hoch in den Norden von Skandinavien aufgemacht. Voll elektrisch und dadurch nachhaltig und ohne Emissionen Richtung Mitternachtssonne. Willkommen in Schweden. Und herzlich willkommen zu unserem Abenteuer-Roadtrip. Wir beide lieben es so sehr, in Skandinavien zu sein und fühlen uns hier oben einfach am wohlsten. Egal ob im Sommer oder im Winter, egal ob zu Fuß, mit dem Kajak, auf Skiern oder mit unseren Bikes. Nur eine Sache haben wir eigentlich immer dabei: unsere Kamera, um draußen kreativ zu sein und die schönsten Momente unserer Reisen festzuhalten und zu teilen. Jede Minute, die wir in Schweden, Norwegen oder Finnland verbringen können, ist für uns ein Teil der schönsten Zeit unseres Lebens. Hauptsache draußen die Natur spüren, die endlose Wildnis erleben und sich treiben lassen. Ganz relaxed und meistens ohne großen Plan oder ein festes Ziel. Diesmal haben wir aber etwas richtig Großes vor. Unsere Route führt uns von Göteborg über die schwedische Ostküste hoch in den Norden, über den Polarkreis in den Sarek-Nationalpark, eines der wildesten Gebirge Europas. Von dort aus geht es weiter in den Westen, nach Norwegen, in Richtung unseres großen Ziels, die Lofoten, eine Inselgruppe fast am Ende der Welt im europäischen Nordmeer, wo die Sonne im Winter nicht aufgeht und im Sommer auch um Mitternacht noch hoch am Himmel steht. Und jetzt geht's endlich los. Als erstes haben wir noch schnell unsere Favorite Snacks und Essentials eingekauft. Je weiter man in den Norden kommt, desto kleiner und seltener werden nämlich auch die Supermärkte. Mein Lieblingstee. Bis in den Sarek lagen noch über 1000 Kilometer und ziemlich viel Autofahren vor uns und wir konnten es einfach nicht erwarten, endlich da anzukommen, wo die Straße aufhört und es nur noch auf 2 Rädern weiter in die Wildnis geht. Aber nach fast 10 Stunden im Auto und 600 gefahrenen Kilometern ging es erstmal um die Abendplanung. Wir sind heute Morgen außerhalb Göteborgs losgefahren und sind jetzt gerade auf dem Weg an die Ostküste Schwedens, um hoffentlich heute Abend hier einen schönen Spot zu finden am Meer. Das wäre auf jeden Fall der Traum. Das wird dann unsere allererste Nacht in unserem Dachzelt. Oh ja. Und morgen geht es dann richtig in die schwedischen Berge, noch weiter in den Norden Richtung Polarkreis. Wir wären am ersten Tag gerne noch weitergekommen, aber wir wollten jeden Moment der Reise genießen und jetzt einfach einen schönen Platz für die Nacht finden. Aber auch wenn wir ziemlich platt waren und zuerst noch das Camp aufbauen mussten, wir wollten auf jeden Fall nochmal auf den Sattel. Die Bikes gehören einfach nicht auf einen Fahrradträger, sondern auf den Trail. Das Zelt aufzubauen geht eigentlich super schnell, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ein bisschen Klettern am Auto gehört aber auch dazu und am ersten Abend war ich mir mit manchen Handgriffen auch noch nicht zu 100% sicher. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich was super Wichtiges vergesse und gleich nochmal alles von vorne machen muss. So, Camp ist aufgebaut. Es ist wirklich wunderschön hier und wir wollen jetzt noch mal eine kleine Spritztour machen und die Gegend erkunden. Außerdem sind hier so viele Mücken. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir in Bewegung sind und den Viechern ein bisschen davon fahren. Let's go. Es war schon fast 23 Uhr und wir waren wirklich sehr kurz davor, uns einfach gemütlich ins Bett zu legen und schlafen zu gehen.
Aber es hat richtig gut getan, nochmal in die Pedale zu treten und den Abend auf den Bikes ausklingen zu lassen. Wir hatten kein spezielles Ziel oder eine geplante Route und haben dann den ersten Abzweig genommen, der Richtung Küste geführt hat. Das war vielleicht der letzte Sonnenuntergang für die nächsten 2 Wochen. Wir hätten für unseren ersten Abend wirklich keinen besseren Platz finden können und wir waren komplett alleine. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Locations, zu uns, der Reise oder unseren Bikes habt, fragt uns bitte in den Kommentaren. Wir machen nach der Tour ein Video, in dem wir versuchen, all eure Fragen zu unserem Trip zu beantworten. Gute Nacht. Die erste Tour war zwar nicht die längste und schwerste, aber sie hat richtig Bock gemacht, gut getan und wir haben einen super coolen Spot am Meer gefunden. Es lohnt sich einfach immer noch aufzubrechen. Wir haben auf unserer Reise die Entice-Bikes von Kalkoff dabei. Die Allroad-Bikes fühlen sich neben der Straße am wohlsten und wir waren uns schon nach den ersten Metern ziemlich sicher, dass wir genau die richtigen Fahrräder dabei haben für alles, was noch vor uns liegt. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Tag und die guten Neuigkeiten sind, die Mücken sind weg, weil es jetzt ein bisschen windiger ist. Die schlechte Neuigkeit ist, ich habe nicht so gut geschlafen. Die Matratze von unserem Dachzelt ist so hart. Ja, da muss ich mir irgendwie was überlegen. Vielleicht blase ich unsere Camping-Zeltmatratze auf und leg die wieder rein, weil so kann es nicht weitergehen. Die nächsten, keine Ahnung, fast 10 Tage brauche ich ein weicheres Bett. Und du? Ich habe super gut geschlafen. Habe mich hingelegt, eingepennt und heute Morgen aufgewacht. Für mich war es mega gut, ich weiß nicht warum. Und für die Mücken haben wir tatsächlich von einer schwedischen YouTuberin so ein schwedisches Mückenspray empfohlen bekommen. Das hat tatsächlich sehr gut geholfen. Und wir haben auch so Mückennetze für den Kopf dabei, wenn es richtig extrem wird. Da sieht man ziemlich dämlich mit aus, aber kann dann halt den Abend genießen, wenn es mal schlimm wird mit den Mücken. Von der Ostküste ging es jetzt für uns Richtung Berge und mit jedem Kilometer in den Norden wurde es wilder und einsamer. Unser Ziel war es, so nah wie möglich an den Sarek-Nationalpark ranzufahren und am nächsten Morgen endlich unsere erste richtige Biketour zu starten. Aber es wäre ja kein Abenteuer, wenn alles nach Plan laufen würde, oder? – 200 Kilometer durch die Wildnis gefahren und auf einmal steht hier eine Schnellladestation im Nichts. Hoffen wir mal, dass die funktioniert, sonst haben wir ein kleines Problem. Okay, kurzes Update. Der Schnelllader war außer Betrieb. Direkt daneben gab es noch so eine normale Ladestation, an der wir jetzt für eine Viertelstunde ein bisschen reingeladen haben, aber den vollzuladen hätte 6 Stunden gedauert. Das hat für uns jetzt keinen Sinn gemacht, weil es schon 9:30 abends ist. Wir checken jetzt hier einen Campspot ab, den wir bei Park for Night gefunden haben, und wenn der cool ist, bleiben wir da für heute Nacht. Ich muss aber sagen, es ist echt creepy, so in the middle of nowhere zu sein und keinen Strom zu kriegen. Man darf nicht tanken. Also es ist schon, ja,
soll irgendwie entschleunigen und jetzt haben wir doch einen kleinen Stressfaktor reingekriegt. Ja, das war schon alles ziemlich frustrierend und wir hatten uns den Tag eigentlich anders vorgestellt. Aber man musste nur kurz aus dem Fenster gucken, um zu checken, dass eigentlich alles ziemlich cool war gerade. Nach 600 Metern links abbiegen. Rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Looking good. Wir hatten wieder so viel Glück mit dem Stellplatz und waren auch in der zweiten Nacht komplett alleine. Seht ihr auf der rechten Seite den kleinen Strand? Da standen wir. Willkommen in Lappland. Wir essen heute Japanese Barbecue. Ich mache jetzt so Yakiniku-Spieße, aber Veggie. Während die Spieße auf dem Grill lagen, habe ich noch mal ein bisschen genauer unsere Tour in den Nationalpark abgecheckt und die Bike-Route in den Sarek geplant. Aesthetic Shots. Aber hallo. Cheers. Cheers. Heute war ein richtig langer Tag mit super viel Autofahren. Wir sind noch mal 400 oder 500 Kilometer weiter in den Norden gefahren und sind jetzt in Schwedisch Lappland. Und es ist einfach Mitternacht und es ist noch so hell wie um 9 Uhr abends. Ja, mega. Es tut jetzt gerade einfach so gut, hier am Feuer zu sitzen. Wir hatten ja eben noch den kleinen Schreck mit dem Lader, der nicht funktioniert hat. Das heißt, morgen zum Frühstück werden wahrscheinlich Laden fahren. Aber so ist das nun mal, ne? Ja, und wenn das mit dem Laden klappt, geht es für uns morgen in den Sarek Nationalpark, was einer der wildesten Nationalparks von ganz Europa ist. Und von da geht es weiter auf die Lofoten. Wenn ihr uns weiter verfolgen wollt und auf unserem Abenteuer-Roadtrip dabei sein wollt, abonniert auf jeden Fall den Kalkoff YouTube-Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. In der Videobeschreibung findet ihr alle Infos zu unserer Route und zu unseren Bikes. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keines unserer Videos verpassen wollt und eure Fragen zu stellen.